So, Kreuzung auf Vietnamesisch. Sieht man hier das Mittagstor. Ja, dieser Bereich hinter der Halle der höchsten Harmonie nennt sich dann die purpurne verbotene Stadt. So, jetzt kommt wieder hier diese schöne Kreuzung. Das hier ist dann übrigens der Ehrenplatz. Guten Morgen, Vietnam! Jo, das Hotel ist ganz nett. Die Leute sprechen sehr gut Englisch, sind sehr freundlich. Das Zimmer ist ein bisschen klein, aber passt schon. Das Zimmer zeigen, hier hinten das Bett. Ist also nicht viel Platz ringsherum. Aber es ist ja sehr ruhig, ist eher im Hinterhof. Genau, eben ein großer Spiegel. Waschbecken, Dusche, alles eigentlich sehr ordentlich, so wie es ausschaut, und sauber. Besser als das letzte Hotel. Und es gab auch einen Willkommenssnack. Hier leckere Früchte, was zum Trinken. Wunderbar. Dann schauen wir, was wir heute noch so alles machen. In jedem Hotel habe ich einen kleinen Mitbewohner. Immer diese kleinen Geckos. Ich war gestern Abend sehr gut essen in Ninas Café. Könnt ihr ja googeln, Ninas Café Hue. So, jetzt kommt wieder hier diese schöne Kreuzung. Genau, Ninas Café in Hue, kann man einfach mal googeln. Das Café ist in einer Seitenstraße, in einer Seitengasse, in einer Sackgasse. Also man sieht es normal nicht. Man muss schon wissen, dass es gibt. Und mein Reiseführer, der weiß es. Der hat mich dahin und es war wirklich super gemütlich, nette Leute, sind fast überall nett. Das Essen war sehr gut. Ich habe ein Menü genommen, typische Hue-Spezialitäten. Unter anderem so eine Art Pfannkuchen, der ist zusammengelegt. Innen drin sind Shrimps und Fleisch und Sojasprossen. Und das Ganze tut man dann oder kleinschneiden, auf Reisblätter legen, einrollen und dann in Erdnuss-Sesamsoße tunken und essen. So, und was ist jetzt? Aha. Ah, Fahrradfahrer, super. Ein Radrennen. Ja. Muss mal anders fahren. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Zitadelle von Hue. Dort, wo die Kaiser lange Zeit gewohnt haben. Hier ist der Fluss. Ich weiß nicht, ob das schon der Parfümfluss ist. Ja, ich bin jetzt hier angekommen. Ich schaue jetzt eigentlich nur, wo ich parken kann. Ja, ich stehe jetzt vor der Zitadelle von Hue. Das hier ist dient wahrscheinlich zur Abwehr oder zum Schutz der Kaiserstadt. Wenn man sich dann umdreht, sieht man hier das Mittagstor. Das heißt Mittagstor. Dort über diesen Eingang wird für Touristen die Zitadelle betreten. Es gibt noch 3 weitere Tore. Zwar schaut die Zitadelle so aus, die ist recht quadratisch, außenrum fließt ein Fluss. Und es gibt noch ein Tor der Tugend, ein Tor der Menschlichkeit und ein Friedenstor. Vom Mittagstor geht es dann in die Halle der höchsten Harmonie. Dort wurden Zeremonien abgehalten und da steht soll nur der
der Thron des Kaisers drin stehen, auf dem er immer gesessen hat. Mehr soll es dort eigentlich nicht zu sehen geben. Und hier dann die Halle der höchsten Harmonie von hinten. Man durfte drinnen keine Fotos machen. Genau, vor der Halle befinden sich dann noch das linke und das rechte Haus. Und ein Theater. Ja, dieser Bereich hinter der Halle der höchsten Harmonie nennt sich dann die purpurne verbotene Stadt. Hier befindet sich auch ein schöner Innenhof. Ja, hier ist es auch sehr schön. Da gibt es irgendwo den Lesepavillon des Kaisers. Das ist sehr nett eingerichtet. Wenn man hier weitergeht, kommt eine kleine Brücke. Auch sehr idyllisch. Und hier befindet sich noch ein schöner großer Garten. Ein paar Ruinen gibt es hier aber auch immer noch. Wahrscheinlich vom Krieg. Daneben dann der Garten. In Vietnam gibt es auch einige Elektrofahrräder, zum Beispiel hier oder da. Das sind alles so komische Elektrofahrräder, glaube ich. Kann man auch zum Teil mieten. Es gibt richtig viele davon. So, Kreuzung auf Vietnamesisch. Ja, so funktioniert das. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Grabstätte. Da habe ich sehr schöne Fotos oder ein schönes Foto gesehen in meinem Reiseführer, Stefan Lose, Reiseführer. Und ja, ich dachte, das will ich anschauen. Im Navi steht da drauf, wie die Grabstätte heißt. Kai Din Grabstätte. Ja, dieses Grabmal besteht aus mehreren Ebenen. Es geht unten vom Ticketschalter eine Treppe hoch bis zum Eingang. Und dann gehen noch mehrere Ebenen weiter nach oben. Bis zum letztendlichen Grabmal. Genau, das dürfte jetzt die zweite Ebene sein. Hier sind anscheinend einige Wächter aufgereiht, so würde ich es mal interpretieren, die dann das Grab bewachen sollen. Unten noch die erste Ebene. Und die Treppengeländer sind Drachen. Das hier ist dann übrigens der Ehrenplatz.
Auf der zweiten Ebene befinden sich noch 2 Obelisken. Und über 2 Zwischenebenen gelangt man dann zum Mausoleum. Und so sieht es jetzt im Mausoleum aus. Eine Statue des Herrschers.